Hallo zusammen, mit dem heutigen Tag ist die neue Chorus Apex 4 erschienen. In diesem Video möchte ich meine Erfahrung wiedergeben, ich konnte die Uhr schon vorab testen und möchte euch auch die Neuerung zeigen. Der eine oder andere hat sich vielleicht schon gewundert, wieso gibt es hier keine Chorus Apex 3? Vielmehr vereint Chorus nun die Apex 2 Pro und die Apex 2 zu einem Uhrenmodell, in diesem Fall die Chorus Apex 4. Das heißt also, du musst jetzt keine Abstriche machen, wenn du dich jetzt für ein kleineres Uhrenmodell entscheidest. Die Hauptzielgruppe bleibt weiterhin Trailläufer, Kletterer als auch Skifahrer. Das heißt also eine kleine, leichte, aber robuste Uhr am Handgelenk. Und wie dann schon erwähnt, es gibt dann zwei Modelle, einmal die 42 mm Version als auch die 44 mm Version. In diesem Fall seht ihr in diesem Video hier die 44 mm Variante. Das Gehäuse besteht dann hier aus faserverstärktem Polymer und die Lünette selbst ist dann aus Titan. Im Bereich des Displays bekommt ihr weiterhin ein Memory Pixel Display angeboten, in diesem Fall in der dritten Generation. Das unterscheidet sich anhand der Größe der Uhr, das heißt also in der kleinen Version bekommst du 1,2 Zoll, in der großen Variante bekommst du 1,3 Zoll angeboten. Geschützt wird weiterhin das Display hier mit einem Saphirglas, das heißt also es ist besonders kratzfest, gerade geeignet sehr gut für den Outdoor-Bereich. Ein großer Vorteil des Memory Pixel Displays ist natürlich dann hier draußen im Outdoor-Bereich, das heißt also wenn die Sonne direkt drauf scheint, kannst du wirklich sehr gut ablesen. Das Display selber ist auch wirklich sehr klar, es gibt hier keine milchigen Einschüsse und ist wirklich sehr gut ablesbar. Einzig im dunklen Bereich könnte die Hintergrundbeleuchtung etwas heller sein, aber ist natürlich an dieser Stelle hier auch Geschmackssache. Gewichtstechnisch bewegt sich die Chorus Apex 4 in der 42 mm Variante mit einem Silikonarmband dann bei 56 Gramm, während die 46 mm Version mit Silikonarmband 64 Gramm wiegt. Du kannst dich dann auch zwischen der Farbe Weiß und Schwarz entscheiden. Und in Europa erscheint die Uhr preislich in der kleinen Version bei 449 €, in der großen Version sind es dann hier 499 €. Und wenn wir dann einen Blick auf die Uhr werfen, können wir sehen, wir bekommen rechts oben wieder die Krone angeboten. Das heißt also, ihr könnt dann hier wieder durch die Menüs scrollen. Es gibt dann wieder die Zurücktaste auf der rechten Seite. Aber wir haben jetzt auch schon wie bei der Chorus Nomad auch hier auf der linken Seite einen Action-Button bekommen. Mit diesem zusätzlichen Knopf könnt ihr dann zum Beispiel auf der Uhrenoberfläche direkt hier die Hintergrundbeleuchtung aktivieren. Während der Aktivität habt ihr dann zum Beispiel die Möglichkeit, direkt auf die Karte zu switchen oder du hast auch die Möglichkeit, direkt über den Action-Button hier einen Wegpunkt zu speichern. Sowohl der Action-Button links als auch die Zurücktaste rechts sind dann aber auch belegbar. Das heißt also, wenn du in eine Aktivität hineingehst, kannst du den Tasten hier jeweils eine vorgegebene Funktion zuweisen bzw. auswählen. Und wie schon mit der Chorus Nomad hast du nun auch die Möglichkeit, mit der Chorus Apex 4 über das eingebaute Mikrofon nun hier Wegpunkte zu speichern, besser gesagt auch Sprachnotizen zu hinterlegen. Und wenn ihr die Aktivität durchgeführt habt, werden diese Punkte dann auch direkt synchronisiert bzw. Sprachnachrichten hinterlegt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, habe ich hier mal 2 Punkte angelegt. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, auch Bilder während der Aktivität zu machen. Dafür gehst du hier in deine Chorus App hinein und dann kannst du hier ein Foto machen, beziehungsweise hast du die Möglichkeit, wenn du länger auf den Button drückst, dann kannst du auch hier eine Videoaufnahme durchführen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier am See direkt eine Sprachnotiz hinterlegt. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Sehen wir einmal das Bild, was ich hier gemacht habe, aber hier unten ist dann auch die Sprachnotiz und wir sehen auch hier, es wird nämlich auch ein Transkript erstellt. Können wir uns das mal anhören. Ein sehr schöner Angelplatz, ein wirklich wunderschöner See. Du lädst dich wirklich zum Verweilen ein. Und so hast du dann die Möglichkeit für interessante Punkte dann auch hier die Sprachnotizen zu hinterlegen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, du hast auch die Möglichkeit dann hier Videoaufnahmen zu machen. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Da habe ich jetzt einen Punkt gesetzt und habe einfach mal eine Aufnahme gemacht. Das war jetzt ein Trail und so hast du auch die Möglichkeiten hier nochmal das Ganze zu speichern, beziehungsweise wenn du was Bestimmtes suchst, kannst du es dann auch direkt finden. Und dabei musst du aber jetzt nicht die Videoaufnahmen und Fotos hier auf dem Handy gespeichert lassen, die kannst du auch wieder löschen, weil die Daten werden dann hier auf einen Server hochgeladen. Aber nicht nur in der Aktivität selbst wird dieser Punkt gespeichert, vielmehr gibt es dann auch hier dann in der Planung. Wir können ja auch Touren über die Chorus App planen. Wenn wir hier auf Erkunden gehen, sehen wir nämlich auch hier, wird dann auch schon der Punkt angezeigt. Gehen jetzt einfach drauf, können wir sehen, zum Beispiel ist das Bild dann da, beziehungsweise auch mein gesprochener Text. Und so hast du auch hier schön alles historisch aufgezeichnet. Anders als die Chorus Nomad bekommen wir mit der Apex 4 aber nicht nur ein Mikrofon verbaut, nein, wir haben jetzt auch einen Lautsprecher mit an Bord. Der gibt uns mehrere Optionen. Zum einen bekommst du dann während der Trainingseinheit dann auch deine Daten angesagt, wenn du das möchtest. Distance 4 kilometers. Last lap. Pace 6 minutes 30 seconds. Heart rate 146. Oder du hast dann auch Möglichkeiten, während der Navigation hier abbiegenweise ansagen zu lassen. 50 meters ahead. Turn left. Turn left. Ein kleines Manko hat es aktuell noch. Es ist momentan immer noch alles auf Englisch.
Eine deutsche Version gibt es noch nicht, habe ich aber angemerkt, dass man doch hier eine deutsche Version einfügen sollte. Das ist auch noch nicht alles. Mit der Chorus Apex 4 hast du noch die Möglichkeit, wenn du einen Anruf auf dein Handy bekommst, dass du diese hier über die Chorus Apex 4 abnehmen kannst und du kannst auch direkt über die Apex 4 telefonieren. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. So, ich habe jetzt die Uhr auf halber Lautstärke stehen. Das heißt also, so kann man meine Frau ganz gut verstehen. Und ja, erzähl mal was. Ich höre dich auch ganz gut. Also es ist wie, als würde ich mit einem anderen Handy telefonieren. Niklas, lass mich mal ganz kurz das wegnehmen, sonst fällst du runter. Ja, wir sind hier gerade unterwegs, deswegen das gerade im Wohnmobil unterwegs. Ja, dann, man kann dich auch wirklich sehr klar und deutlich verstehen. Es ist zwar jetzt hier kein Wind, weil die Mikrofone das ja auch ein bisschen unterdrücken könnten. Kann ich jetzt aber nicht testen, mangels Wind. Aber also die Aufnahme ist wirklich sehr gut. Perfekt. Insgesamt muss man sagen, die Sprachqualität, das habt ihr gerade gehört, ist wirklich sehr gut. Aber auch die Lautsprecher, die sind wirklich sehr laut. Das heißt also, wenn du eine dicke Jacke tragen solltest, hast du überhaupt kein Problem, die Uhr zu hören. Das funktioniert auf jeden Fall hier sehr gut. Im Bereich der Konnektivität gibt es bei der Chorus Apex 4 nichts Neues, alles altbekannt. Zu einem bekommst du hier einen Bluetooth-Chip verbaut. Das heißt also, du kannst ein Leistungsmesser verbinden, Brustgurt oder den Chorus Pod. Wir haben auch hier wieder einen barometrischen Höhenmesser. Zu einem hat er dann eine Unwetterwarnung. Oder du hast auch die Möglichkeit, hier einen Höhenalarm zu aktivieren. Als natürlich dann auch ein Kompass ist ebenfalls mit dabei. Neuerungen gibt es im Bereich des Wetters. Zu einem hast du natürlich die Möglichkeit, ganz klassisch von deinem Standort das Wetter anzeigen zu lassen. Das ist altbekannt. Hier bekommst du einen UV-Index angezeigt. Aber auch die Prognosen für die nächsten Stunden ist mit dabei. Als natürlich auch für die nächsten Tage. Und das ist wie gesagt hier dein aktueller Standort. Aber du hast mit der Chorus Apex 4 nun auch die Möglichkeit, wie schon bei der Chorus Nomad, auch hier bis zu 5 weitere Wetterstationen anzulegen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Brunsbüttel ausgesucht. Das ist hier in der Nordsee. Ihr bekommt dann einmal hier eine Übersicht über das Wetter, aber dann auch, ob es Regen gibt oder auch nicht. Momentan gibt es hier keinen Regen. Du siehst auch eine Übersicht des aktuellen Windes und natürlich auch die Prognosen der nächsten 12 Stunden. Das sehen wir hier unten an der Leiste. Und natürlich dann auch des Barometers. Das sehen wir hier auch, wie der Verlauf ist. Als natürlich dann auch, wenn wir zum Beispiel in Brunsbüttel sind, gibt es dann hier auch Ebbe und Flut. Das heißt also, hier kommt auch Gezeiten angezeigt. Als hier oben dann auch die Mondphase bzw. wie voll der Mond ist. Das sind dann die Informationen, die du hier bekommst. Als dann auch noch den optimalen Zeitpunkt, wann du hier fischen kannst. Das wird hier unten angezeigt. Das hast du dann ebenfalls mit in der Übersicht. Wie gesagt, hier sind dann bis zu maximal 5 Orte möglich. Das aber noch nicht alles. Du kannst dann auch innerhalb deiner Aktivitäten hier das Wetter anzeigen lassen. Dabei hast du einmal die Möglichkeit, natürlich die Wettervorhersage anzeigen zu lassen, den Wind, die Sonnenbewegung, aber auch den Mondaufgang, Untergang, als auch direkt den Barometer ist dann hier live während der Aktivität möglich. Aber nicht nur in der Aktivität selbst bekommt ihr den Sonnenverlauf angezeigt, sondern auch direkt auf der Uhr. Wir sehen jetzt auch hier 10 Stunden 56 bis zum Sonnenaufgang. Hier ist dann auch ein schöner Verlauf. Auch hier gibt es nochmal ein Widget mit der Übersicht und so seht ihr auch nochmal alles im Detail, wie sich dann die nächsten Tage entwickeln. Das heißt also, auch hier gibt es dann eine Prognose, was den Sonnenverlauf angeht. Die Chorus Apex 4 verfügt natürlich auch hier wieder über viele weitere Sport- und Fitnessfunktionen. Natürlich das Kernfeature der Uhr. Und so bietet euch die Chorus Apex 4 natürlich einmal einen Überblick über eure aktiv verbrannten Kilokalorien, dann über eure Aktivitätszeit, die Stockwerke, die ihr gemacht habt, aber natürlich auch die Schritte. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit der Chorus Apex 4 den Schlaf aufzuzeichnen. Ihr bekommt natürlich einmal eine Schlafbewertung. Wir sehen jetzt hier aktuell niedrig, weil ich jetzt nicht so viel geschlafen habe. Ihr bekommt auch weitere Details über die Schlafphasen, aber natürlich auch einen Überblick über die letzten Tage bzw. die letzten 7 Tage. Und so habt ihr es nochmal im Detail. Generell muss ich sagen, die Uhr erkennt das wirklich sehr gut. Ich habe jetzt hier keine großen Abweichungen feststellen können. Und solltest du ein Nickerchen machen, dann wird es ebenfalls hier mit der Uhr erkannt. Auch ein wichtiger Punkt für die Erholung ist aber nicht nur der Schlaf selbst, sondern auch die Herzfrequenzvariabilität, die für euch dann auch individuell ermittelt wird. Das heißt also, jeder hat dann hier eine eigene Grafik, besser gesagt ein eigener Bereich. Wir sehen jetzt hier, mein Normalbereich ist hier bei 78 bis 106 Millisekunden. Und ich war ein bisschen darunter. Man kann ganz gut erkennen, ich habe gestern Abend mir tatsächlich noch ein kleines Bierchen zum Feierabend gegönnt und schon ist die Herzfrequenzvariabilität hier runtergegangen. Neben der Herzfrequenzvariabilität wird natürlich dann auch die Stressmessung durchgeführt. Das heißt also, du bekommst auch einen Überblick, ob der Tag dann stressig war oder auch nicht. Beziehungsweise damit ist auch erkennbar, wenn du zum Beispiel einen Infekt hast oder ihn bevorsteht, kannst du es dann auch ebenfalls hier aus der Stressmessung ablesen. Und wie es natürlich auch nicht fehlen darf bei einer Uhr, ist dann auch die Herzfrequenzmessung. Die wird ebenfalls von der Chorus Apex 4 angeboten. Du hast auch die Möglichkeit, hier in 2 Varianten es messen zu lassen.
Ich habe es hier in Echtzeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier alle 10 Minuten die Werte zu messen. Das heißt also, da ist das Raster etwas größer. Neben dem klassischen Fitness-Erholungs-Widget gibt es dann auch eine Übersicht der Trainingsbelastung. Wir sehen, momentan ist die bei mir 0. Das liegt einfach daran, dass Coros, zumindest in diesem Widget hier, das bei jedem Wochenstart auf 0 setzt. Wir haben gerade Montag. Ich habe jetzt keine Trainingseinheit gemacht. Ich blende euch mal ein, wie das Ganze dann hier aussieht. Und im oberen Bereich habt ihr einen Überblick, ob ihr da im optimalen Bereich trainiert. Bei mir wäre zum Beispiel 489 bis 844 der Optimalbereich. Und es gibt dann auch nochmal eine Aufschlüsselung des Trainings der letzten 4 Wochen. Das heißt also, wie dann hier die Belastung war. In der Coros App selbst bekommt dann auch den 7-Tages-Trainingsload angezeigt. Das heißt also, dieser geht immer 7 Tage dynamisch weiter. Ist etwas besser, als am Montag das Ganze hier auf 0 zu setzen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass dieses Widget dann auch von der App hier auf die Uhr kommt. Neben der Trainingsbelastung gibt es natürlich dann auch den Trainingsstatus. Wir sehen jetzt hier auch, meine Leistung ist momentan etwas geringer. Es liegt einfach daran, dass ich mein Training etwas zurückfahren musste. Ich habe jetzt momentan nicht so viel Zeit gehabt. Und wir können ganz gut sehen, einmal hier die kurzfristige Belastung als auch die langfristige Belastung. Und hier muss ich auf jeden Fall meine Intensität etwas höher setzen, damit ich hier keinen Formverlust habe. Ihr bekommt dann auch einen Überblick über eure Lauffitness. Und da sehen wir momentan einen Wert von 68,3. Wenn du in die Coros App hineingehst, gibt es noch mal ein paar Details mehr, wie sich dieser Wert dann hier zusammensetzt. Und der Wert bietet uns auch die Möglichkeit, hier eine Laufprognose anzeigen zu lassen. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Es gibt natürlich dann auch eine Übersicht der Erholung. Das heißt also, wir sind momentan 100% komplett erholt. Und da bekommst du dann auch eine Zeit angezeigt, wie lange es wieder dauert, bis du dann wieder voll trainieren kannst. Und es gibt natürlich dann auch hier nochmal den FTP-Wert angezeigt. Voraussetzung hierfür ist natürlich aber, dass du ein Leistungsmesser mit der Uhr verbunden hast. Das ist aber nur ein Übersichtswert. Wir sehen hier den Watt pro Kilo bzw. den FTP-Wert. Ist bei mir jetzt nicht so atemberaubend, aber das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, das dann hier entsprechend zu messen. Beim Training selbst bekommst du mit der Apex 4 nun auch die Laufeffizienzwerte am Handgelenk angeboten. Du musst nicht hier zwingend den Coros Pod kaufen, nur für die Balance ist es dann wichtig. Du hast auch einen Überblick der Leistungsmessung, die ist auch ebenfalls am Handgelenk mit dabei. Und du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, deine Herzfrequenz hier grafisch darstellen zu lassen. Wie ihr es von Coros gewohnt seid, könnt ihr natürlich für alle Aktivitäten dann die Datenfelder so einstellen, wie ihr es dann haben möchtet. Was die Trainingsmöglichkeiten der Apex 4 angeht, könnt ihr natürlich auch hier wieder klassische Intervalle durchführen. Die könnt ihr zum Beispiel auch direkt über die Uhr starten. Ihr habt dann auch eine Pacer-Funktion, das heißt also, ihr könnt gegen eine Zeit antreten. Ihr könnt euch dann auch Ziele setzen, wie zum Beispiel Distanz oder Zeit. Oder das ist auch die Möglichkeit, hier über eine Bibliothek hier auch Trainingspläne rauszusuchen. Das heißt also, Coros hat ja mittlerweile seine Trainingspläne für alle Uhren hier in die App integriert. Und da kannst du dann für jede Aktivität, die du hier durchführst, sei es für Triathlon, für Radfahren, fürs Laufen, hier Trainingspläne raussuchen. Oder auch individuelle Trainings sind an dieser Stelle dann hier möglich. Eine weitere hardwaretechnische Änderung gibt es dann im Innenleben. Die Coros Apex 4 erhält nämlich den neuen Apollo 510 Prozessor, also der gleiche Prozessor, wie wir schon bei der Coros Nomad bekommen haben und bei der Pace Pro. Großer Vorteil des Prozessors, ihr könnt nämlich auf den topografischen Offline-Karten nämlich auch Straßennamen anzeigen lassen. Besser gesagt, diese werden nun angeboten, aber auch Points of Interest sind hier in der Karte enthalten. Anders als bei der Coros Apex 2 und Apex 2 Pro, diese werden keine Straßennamen bekommen. Das liegt aber hier am Prozessor, der dann hier erneuert wurde. Und wie schon gesagt, die Coros Apex 4 unterstützt dann hier topografische Offline-Karten mit Trailnamen als auch Straßennamen. Und dabei bekommt ihr zum Beispiel auch Bundesstraßen farblich gekennzeichnet. Generell könnt ihr euch mit den Karten auch wirklich sehr gut orientieren. Es sind Bahnlinien eingezeichnet, Gewässer, Flüsse, aber auch Waldgelände und Freigelände. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwo stehst, kannst du auf jeden Fall ausfindig machen, wo du gerade auf der Karte unterwegs bist. Und wie schon die Coros Apex 2 und Apex 2 Pro, bekommst du auch hier mit der Coros Apex 4 dann eine Navigation angeboten. Du hast ja die Möglichkeit, einmal über die Coros App selbst Routen zu planen oder zum Beispiel auch eine Komoot- oder Strava-Schnittstelle zu nutzen. Bei der Navigation selbst bekommst du dann auch etwa 50 Meter vorher einen Abbiegehinweis angezeigt, sei es auf dem Datenfeld, dann geht die Karte auf, oder auf der Karte direkt. Es fühlt sich dann auch ein Balken, bei dem du dann sehen kannst, wann die Abbiegung stattfindet, wenn du mit der Orientierung etwas Schwierigkeiten hast. Und es ist auch zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Fragen offen gewesen, ob ich jetzt hier links, rechts abbiegen muss. Und natürlich hilft dann auch die Karte, falls dann doch mal Fragen sein sollten. Und wie auch schon erwähnt, gibt es natürlich dann auch Sprachansagen, wenn du das möchtest. Das kannst du aber auch ausschalten. Aber leider, wie gesagt, momentan noch auf Englisch. Solltest du dann die Strecke verlassen, bekommst du dann auch einen Hinweis, dass du die Route verlassen hast. Was die Uhr leider nicht kann, ist ein Rerouting. Das heißt also, ich kann immer noch keine Routen direkt auf die Uhr berechnen. Und du hast dann auch die Möglichkeit, bei der Planung hier Points of Interest auf der Route anzeigen zu lassen.
Diese werden dann auf der Karte angezeigt und wenn du einen Alarm aktivierst, dann bekommst du auch einen Hinweis während der Tour, dass du diesen Point of Interest erreicht hast. Änderungen und Anpassungen gab es dann auch im Bereich der GPS-Messung. Besser gesagt, es gab eine Softwareanpassung. Die Coros Apex 4 bietet uns nämlich für die GPS-Messung auch den neuen Enduro-Modus an. Besser gesagt, es ist auch ein intelligentes System. Das heißt also, die Uhr erkennt, mit welchem Satelliten es verbunden ist, wie stark das Signal ist und stellt dann die anderen Satellitenbänder aus, um hier natürlich Energie zu sparen. Ich selber konnte es auf der Uhr aber noch nicht testen, weil es mit der Beta-Version noch nicht freigeschaltet war, soll aber dann mit dem Release der Uhr erscheinen. Nichtsdestotrotz, die Coros Apex 4 erhält auch hier das duale Frequenzband, das heißt also das beste GPS, was man auf dem Markt bekommen kann. Und da weiß die Coros Apex 4 auch wirklich sehr gut zu überzeugen, sowohl auf dem Freigelände als jetzt auch hier in der Stadt. Ich war jetzt vor allem hier viel im Ort unterwegs, kann man ganz gut sehen, dass die Messung hier gegenüber einem Garmin Multiband wirklich sehr gut performt hat. Und aufgrund des GPS-Modus sind natürlich dann auch hier bessere Akkulaufzeiten möglich. Besser gesagt, wenn du hier im maximalen GPS-Modus unterwegs bist, also im Dualfrequenz ohne Energiesparung, kommst du bei der 46 mm Variante auf eine Aufzeichnung von bis zu 41 Stunden. Die 42 mm Variante schafft dann bis zu 26 Stunden. Und solltest du dich entscheiden, den Enduro-Modus zu nutzen, dann hast du auch die Möglichkeit, bis zu 65 Stunden auf der 46 mm Variante aufzuzeichnen und bis zu 41 Stunden auf der 42 mm Variante. Aber auch bei der täglichen Nutzung weiß die Coros Apex 4 zu überzeugen. Bei der 46 mm Variante sind dann bis zu 24 Tage Laufzeit möglich, während die 42 mm Variante bis zu 15 Tage schafft. Und wie ihr es auf meinem Kanal gewohnt seid, habe ich natürlich auch hier einen Akkutest durchgeführt. Zu einem habe ich die Uhr natürlich hier 24/7 getragen, habe sie im Schlafen getragen, die Stressmessung aktiviert und die Herzfrequenzmessung war hier auf kontinuierlich gestellt, das heißt also dauerhafte Messung. Und da kam ich einen Akkuverbrauch von 0,29% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 14 Tage in der großen Uhrenvariante. Das gleiche habe ich natürlich dann auch beim Laufen gemacht. Zu einem habe ich die Dualfrequenz-GPS-Messung eingeschaltet, also das beste GPS, was es gibt. Ich habe dann auch Sprachnotizen gemacht und hier kam ich auf einen Akkuverbrauch von 2,6% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von 38 Stunden, das heißt also mit maximaler GPS-Messung. Ganz interessant sind natürlich auch noch die Navigationsläufe. Auch das habe ich im besten GPS gemacht. Auch hier mit Sprachansagen, also alles, was dann hier möglich ist. Und hier kam ich an einen Akkuverbrauch von 8,47% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 11-12 Stunden, was ihr mit der Uhr dann hier in der größten Variante schaffen könnt. Zu guter Letzt kommen wir dann auch zur letzten hardwaretechnischen Änderung, und zwar den Herzfrequenzsensor. Die Coros Apex 4 bekommt hier einen neuen Sensor spendiert, den gleichen, wie wir schon von der Coros Nomad 3 bekommen haben. Und dieser weiß auch hier beim Laufen zu überzeugen. Ich habe jetzt hier verschiedene Läufe durchgeführt. Man kann ganz gut sehen, wenn man im Vergleich zum Brustgurt nimmt, dass die Verläufe sehr gut wiedergegeben werden. Das gleiche war dann auch bei meinem zweiten Lauf, der etwas ruhiger war. Hier kann man ganz gut sehen, dass auch da die Uhr kein großes Problem hatte. Es gibt zwar hier und wieder ganz kleine Abweichungen, aber die durchschnittliche Herzfrequenz entspricht hier nahezu dem des Brustgurtes. Bei einem weiteren Traillauf, wo dann auch so ein bisschen Erschütterungen dazugekommen sind, kann man sehen, dass hier bei den Bergabpassagen dann doch ein paar kleine Abweichungen stattgefunden haben. Diese sind nicht groß, aber vorhanden. Nichtsdestotrotz bekommen wir auch hier im Vergleich zum Brustgurt hier wirklich sehr gute Werte angezeigt. Was ich leider aus zeitlichen Gründen jetzt nicht testen konnte, war das Radfahren. Da es aber der gleiche Sensor ist wie bei der Coros Nomad 3 und da es jetzt kein Update gab, gehe ich davon aus, dass die Messwerte hier ähnlich sind. Das ist so, dass der Sensor im Straßenbereich hier keine großen Probleme hat. Lediglich, wenn man dann hier so ein bisschen auf Schottergebiet kommt, kann es dann nochmal zur Abweichung kommen. Aber insgesamt ist es dann noch ein besseres Ergebnis, wie noch damals bei der Coros Apex 2. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Krafttraining. Das ist auf jeden Fall nicht die Stärke von Coros-Uhren. Das war auch schon bei der Coros Nomad der Fall. Nun haben wir es auch hier bei der Coros Apex 4. Und hier kann man ganz gut sehen, dass die Spitzen und Verläufe jetzt nicht wirklich sehr gut erkannt werden. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier einen Brustgurt zu tragen oder ein Bizepsband. Hier gibt es ja von Coros zum Beispiel eins, das wirklich sehr gut ist. Und das könnt ihr hier verbinden und dann beim Training hier das Ganze mit aufzeichnen. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Coros Apex 4. Es ist zwar jetzt nicht ein Quantensprung der Uhr, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall eine sehr gute Weiterentwicklung. Mit dem verbauten Mikrofon und Lautsprecher ist es auf jeden Fall auch hier die Möglichkeit, jetzt zu telefonieren, wenn ein Anruf reinkommt. Du kannst aber keine Anrufe absetzen, das ist nur über das Handy möglich. Generell ist auch kein LTE-Chip verbaut, also du kannst jetzt nicht einfach mit der Uhr rausgehen und telefonieren, das ist nicht möglich. Das Handy muss immer in der Nähe sein. Du bekommst hier viele Neuerungen der Coros Nomad angeboten, das heißt also, du hast ja die Wetterübersicht, den neuen Herzfrequenzsensor und du hast auch die Möglichkeit, mit dem Action-Button hier weitere Funktionen hier während der Aktivität zu nutzen. Das Memory Pixel Display bleibt uns auch weiterhin erhalten.
aktuell gibt es auch keine Aussicht, dass es hier ein AMOLED-Display gibt. Also alle, die auf ein AMOLED-Display gehofft haben, müssen entweder weiter warten oder hoffen. Und da würde mich interessieren, würdest du jetzt ein Update von der Chorus Apex 2, Apex 2 Pro auf die Apex 4 machen? Wolltest du ein AMOLED-Display? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Chorus sehen möchtest, ich habe auch mal die Chorus Nomad vorgestellt. Das verlinke ich dir unten mal, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise ich habe auch eine Playlist rund um Chorus. Da habe ich noch weitere Uhren vorgestellt, als auch die App und das Trainings-Hub. Da kannst du mal reinschauen, was da alles so gibt. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.